Christoph, sag mir einen guten Vaporizer. Welcher ist ein guter Vaporizer? Ist der Vaporizer XXX gut? Diese oder ähnliche Fragen erreichen mich hier oft und in letzter Zeit immer öfter. So mache ich nun einmal dieses kurze Video, um zu erklären, warum diese Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Welcher Vaporizer ist gut? Hier halte ich schon die Fragestellung für nicht wirklich zielführend. Welcher Vapo passt zu mir, zu meinen Bedürfnissen, zu meinem Konsumverhalten, zu meinen Ansprüchen und zu meinen Erwartungen an ein Gerät, sollte vielmehr die Frage sein. Wenn ihr nun noch keine Erfahrung mit Vaporizern habt, müsst ihr zunächst einmal verstehen, dass Dampf nicht gleich Rauch ist, auch wenn er so ähnlich aussieht. Weder ist er das aus chemischer noch aus physikalischer Sicht, noch verhält er sich so bei der Inhalation und bei seiner Wirkung. Dampf kann aber durchaus Rauch ersetzen, auch für dich. Dafür gilt es aber, das Gerät zu finden, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt. So gibt es nicht den guten Vaporizer. Ein Gerät, das hervorragend für mich passt, muss noch lange nicht für dich gut sein. Und ja, es ist nicht einfach, das passende Gerät in dem gerade für Einsteigende undurchsichtigen Angebotsdschungel zu finden. Aber da sind wir ganz genau an dem Punkt angekommen, was mich dazu bewegt hat, diesen Kanal hier zu betreiben. Mit meinen Videos möchte ich euch die Möglichkeit geben, die Geräte wirklich zu verstehen, so dass ihr abwägen könnt, ob ein Gerät zu euch passt oder nicht. Also wühlt euch doch mal durch meine Videos, wenn ihr auf der Suche seid. Da gibt es mittlerweile genug Gerätevorstellungen, dass dort jede und jeder ein passendes Gerät für sich finden sollte. Zu Beginn meiner Vapo-Zeit habe ich so einige Geräte angeschafft, die absolut nicht zu mir gepasst haben und die dann in die Ecke geflogen sind. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen so ergeht und dass dann einfach weiter geraucht wird. Es dauert dann oft Jahre, bis die Lunge auch denn so richtig quietscht, ehe ein Vaporizer dann eine zweite Chance mal erhält. So ist mein Tipp, dass ihr euch schon selbst ein wenig mit der Materie beschäftigen solltet, um euer Gerät zu finden. Das kann ich euch nicht abnehmen. Unterstützen kann ich euch dagegen mit meinen Videos sehr wohl. Und Christoph, warum stellst du denn immer die teuren Geräte vor? Warum so selten günstige Alternativen? Zunächst einmal arbeite ich gerade an einem Review von dem Kubo Stick hier. Schaut mal, der ist mal wirklich für günstig zu bekommen und verfügt meines Erachtens über die Fähigkeit, vielen Menschen Dampf als Alternative nahebringen zu können. Das Review geht wieder, ihr kennt mich, ins Detail und braucht so noch ein bisschen was an Zeit. Es kommt dann nächste Woche oder so. Aber warum ist guter Vape oft teuer? Hier gilt es zunächst mal zu verstehen, dass die meisten unserer Geräte nicht gerade in Großserien produziert werden. Vaporizer sind halt wirtschaftlich ein absolutes Nischenprodukt. Manche Firmen in Europa, Amerika, Asien produzieren auch im industriellen Stil.
Aber die Stückzahlen sind hier weit entfernt von anderen Konsumgütern. Damit sind dann auch bei den Serienvapes die Kosten schon mal recht hoch. Und auch sehr viele unserer Geräte kommen aus kleinen Familienbetrieben und werden dort in Handarbeit in noch kleineren Serien gefertigt. Das schraubt dann natürlich besonders am Preis und so soll es ja meines Erachtens auch sein. Warum aber zeige ich euch auf diesem Kanal oft relativ hochpreisige Geräte? Die Antwort ist hier ganz einfach. Ich möchte euch hier nur Geräte vorstellen, wo ich voll und ganz dahinter stehen kann. Geräte, die ihren Job machen und auch tadellos funktionieren. Natürlich ist Preis-Leistung auch immer ein Faktor, aber mein erster Blick geht immer auf die Technik, Funktion und Performance eines Gerätes. Wenn diese Kriterien nicht vorhanden sind, kann der Preis es doch auch nicht mehr rausreißen. Was nutzt es, wenn ich euch hier günstige Geräte zeige, die aber letztendlich keinen Hering vom Teller ziehen? Und wenn ich ehrlich bin, ergeht es mir auch so, dass ich nicht wirklich Lust habe, mich mit irgendeinem Prolldampf-Ding hier lange zu beschäftigen. Ihr müsst euch das von meiner Seite mal so vorstellen. In einem meiner 40-minütigen Reviews stecken, angefangen über Skript, bis zum Filmen, über die Musikbearbeitung, das Schneiden, Untertitel erstellen, locker 40 intensive Arbeitsstunden und mehr. Recherche noch nicht mal inbegriffen. Und das dann für irgendein Ding, das mir oder mein gutes Kraut unschmackhaft verbrutzelt. Nee, lass mal. Och nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Da ist mir meine Zeit dann auch zu wertvoll dafür. Ihr Lieben, das Leben ist viel zu kurz, um schlechte Vapes zu dampfen und um schlechte Fahrräder zu fahren. Glaubt mir, ich habe beides probiert. Ist beides Driss. Nun, und wenn euch meine Videos hier weiterhelfen können und euch gefällt, was ich hier mache, könnt ihr mich mit eurem Einkauf bei Verdammt Normal unterstützen, indem ihr über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Dann bekomme ich etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Hier bedanke ich mich dann auch herzlich für euren Support. Weitere spannende Videos rund um die thermische Extraktion von Trockenkräutern und Geräten findet ihr auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage. Hier können dann auch alle 18+ Videos unter einfacher Altersabfrage angeschaut werden. Und nun, nach diesem kurzen Video bedanke ich mich wieder recht herzlich für euer Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on Vapors crowd clouds. The sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs, healthy buff in modern times. Make you feel fine. The sun will shine.